Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir das Dunkle von Besserbrauer aus dem Set von denen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Es war ja so die Idee, dass das wahrscheinlich von der Art her ein Southern Brown Ale ist, was die nur Dunkles nennen, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Ich erwarte ein relativ neutrales Bier, weil ja die Hefe wahrscheinlich die Nottingham Ale war und die sollen ja sehr neutral sein. Die kenne ich auch noch nicht, deswegen wird das Ganze sehr interessant. Ja, und dann gucken wir mal, wie das hier so abläuft. Ich werde die Daten hier kurz einblenden, weil ich die jetzt gerade nicht auswendig weiß. Aber vom Alkoholgehalt war es mehr als in den Daten angegeben. Also ich habe das Paket hier, das waren 4,8%. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 5,2 ungefähr. Und dementsprechend ein bisschen kräftiger. Für ein modernes englisches Bier natürlich relativ untypisch. Seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind die ja vom Alkoholgehalt sehr viel geringer als früher. So, dann schauen wir mal. Das Ganze ist jetzt sehr klar geworden. Das ist nicht unbedingt üblich nach der entsprechenden Zeit, aber das hier hat sich sehr gut abgesetzt. Schaum ist nicht sehr deutlich, das ist schade. Kann ich mir vorstellen, dass da jetzt einfach ein Torrefied Wheat fehlt oder so etwas, um den Schaum ein bisschen zu verstärken. Und ja, Farbe ist relativ typisch. Ein Ticken dunkler, als ich das erwarten würde für ein englisches Best Bitter oder Pub Ale oder sowas. Also könnte man schon sagen, Brown Ale. Ob das jetzt so richtig braun ist, müsste ich dann mit der Skala vergleichen. Aber ich mache das ja nur so ungefähr. Also Farbe ist für mich immer nur so ein Beiwerk. Ne? Das soll ansprechend sein, das ist es. Ist auf jeden Fall hübsch. Aber das muss man nicht genau treffen. Sehr malzig, ganz leicht hefige Note. Aber so eine bierig hefige Note, also angenehm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das nach Karamellmalzen riecht. Es hat so eine leichte Toffee-Note. Dafür, dass in der Beschreibung nur steht Mary's Otter und ein Hauch von Röstmalz. Also ich glaube, da sind doch ziemlich viel Karamellmalze drin. Ich bin mal gespannt, ob ich das schmecken kann. Sehr kerniges, nussiges Profil. Es könnte die Mary's Otter sein. Sehr deutlich süßliche Note. Ähm, ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall Karamellmalz drin. Es schmeckt auch nicht so fruchtig karamellig, wie ich das mit anderen Hefen gewohnt bin, sondern wirklich mehr als, es schmeckt genauer nach den tatsächlichen Malzen und nicht, dass so viel transformiert wurde. Die Malze sind also nicht so aufgeschlossen, wie andere Hefen das zum Beispiel machen. Ganz deutlich war das ja bei der Scottish Ale Yeast. Die hatte richtig ganz andere Aromen da eingebracht. Das hier ist jetzt doch sehr neutral von der Hefe und sehr voll vom Malzgeschmack, muss man sagen. Schmeckt nicht schlecht. Man merkt eine ganz leichte Fruchtigkeit vom East Kent Golding, aber die ist wirklich sehr subtil. Also normalerweise rieche ich den viel deutlicher. Empfinde ich jetzt als sehr, sehr wenig. Ist aber auch nicht schlimm. Es passt sehr gut, es ist tatsächlich sehr stimmig. Und ich könnte schwören, es ist anders als das erste Mal, wo ich das gebraut habe, wo ich ja der Meinung war, dass noch nicht mal East Kent Golding in den letzten 10 Minuten verwendet wurde, aus dem Gedächtnis. Das ist jetzt tatsächlich ein sehr stimmiges Bier. Es ist nicht wirklich englisch, weil irgendwie, ich glaube, das liegt an der Hefe. Also Nottingham Ale gilt ja als eine englische Ale-Hefe, aber die wird von sehr vielen deutschen Brauern bevorzugt, wie ich das im Internet so mitbekomme, weil die sehr neutral ist und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen für eine Hefe, die englisch sein soll. Ansonsten ist schon sehr lecker. Ich probiere noch mal einen Schluck. Es ist eine gewisse Hopfennote in der Bitterkeit drin, also es schmeckt nicht irgendwie röstbitter oder sowas, sondern sehr klar Hopfenbitter. Und das passt auch so zum englischen Stil. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Menge an Bitterhopfen leicht reduziert hatte. Das kann sein. Hier steht drauf, das sollen 31 IBU sein. Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, es ist noch ein Ticken weniger. So Richtung 25, was für ein englisches Bier sehr gut passt. Die 31 wären schon fast ein bisschen zu viel. Was mir jetzt auffällt ist, wenn ich davon ein bisschen mehr trinke, ist, das ist ganz, ganz, ganz am Ende doch eine leichte Röstbittere. Und es ist so eine etwas schwerere Süße, die sich auf die Zunge legt. Ich werde nachher noch den Restextrakt nachgucken. Ihr habt die Zahlen ja schon gesehen. Es kann halt sein, dass die Hefe auch einfach weniger stark vergärt als andere Hefen, die ich gewohnt bin. Also das müsste man dann nochmal vergleichen. Ja, ansonsten würde ich sagen, es ist ein sehr leckeres Bier. Es lohnt sich, dieses Paket zu kaufen, wenn man ein englisches Bier nachmachen möchte und das besonders einfach haben möchte. Es hat schon so einen gewissen Charakter, der in die richtige Richtung geht. Ich würde halt, wenn ich jetzt für mich etwas machen möchte, was richtig nach englischem Pub schmeckt, noch eine andere Richtung gehen. Da würde man dann zum Beispiel das Ringwood Best Bitter nachbrauen, was ich als zweites Bier dieses Jahr gebraut habe. Ja, so viel dazu und ich hoffe, das gibt euch einen gewissen Eindruck dazu, wie dieses Bier ist.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis bald. Macht's gut.